Also ich muss sagen, Robert, Ja? es ist sehr nett von dir. Was jetzt genau? Ja, nee, es ist wirklich nett von dir. Genau was? Ja. Dass du deinen Daily jetzt mal hier in die Garage gestellt hast und wir das Auto filmen dürfen. Ja, meinen alten Daily durfte ich ja nie herbringen. Weil der liebe Robert fährt nämlich hier schon seit ein paar Tagen hier mit dem geilen Rolls-Royce Ghost Black Badge rum. Und ich sehe das Auto jetzt zum ersten Mal. Na, zum ersten Mal nicht. Ich hab dir doch Bilder geschickt. Ja, stimmt. Du hast mir ein Bild geschickt und ich bin das Auto hier den Aufzug gerade runtergefahren. Richtig. Und das war's. Ja. Und alles andere, deswegen, normalerweise, du fährst mit dem Auto jetzt schon ein paar Tage rum, könntest du eigentlich mal was zum Auto erklären? Ja, das ist selbstverständlich. Bevor ich mich hier wieder komplett informiere, dass wir zum Beispiel, Leute, knapp 50 Kilo Lack auf dem Auto lackiert haben. Das muss man sich mal reinziehen. 6 Lackschichten, ne? Und ich habe noch nie so ein extrem tiefes, böses Schwarz gesehen. Wenn wir das nämlich mal hier auf dem McLaren Senna anschauen, ist wieder was anderes, weil da haben wir einen extremen Perleffekt. Zieht euch das mal rein. Nämlich hier schön das ganze Blau. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier keinen Perleffekt, aber wir haben hier ein richtig böses, tiefes Schwarz, was richtig geil aussieht. Und vor allem, man muss sich mal reinziehen, mittlerweile 25% der Rolls-Royce-Kunden greifen zu einem Black Badge Modell. Und deswegen hat Rolls-Royce auch direkt nach einem Jahr, als der neue Ghost rausgekommen ist, gesagt, okay, hier, wir hauen jetzt die Black Badge Version auf den Markt. Und man muss sich auch mal vorstellen, wir können die Black Badge Version in 44 verschiedenen Farbkombinationen uns konfigurieren. Also sowas habe ich wirklich noch nie gehört. Das ist, muss ich mal reinziehen. 44.000 verschiedene Farbkombinationen. Hast du dir deinen schon konfiguriert? Ja, das ist doch hinter dir. Ach so, so nimmst du ihn auch. Ja, ja, klar. Ach so, also auch schön richtig hier die Emily böser gemacht. Hier der Kühlergrill auch richtig schön. Ja, warte, noch steht er noch gar nicht so geil da. Jetzt schau her. Wieso hast denn du jetzt einen Schlüssel? Ja, weil es mein Auto ist. Ach so, ja klar, stimmt. Schau, wie geil es da steht. Das ist krass. Das ist krass. Das haben wir ja auch schon bei dem normalen Ghost gehabt, den wir vor ein paar Wochen gefahren sind. Also für die Leute, die sich das Video anschauen wollen, deswegen fahren wir auch hier den Black Badge jetzt, weil wir wollen mal wirklich diesen Unterschied spüren. Wie ist das Ganze, der normale Ghost und hier die Black Badge Version? Denn wir haben hier 29 PS mehr, 600 PS bedeutet das und 50 Newtonmeter mehr, also 900 Newtonmeter Beschleunigung, 4,7 Sekunden 0 auf 100 und nicht nur am Motor, an dem 6,75 Liter V12 Twin-Turbo-Motor wurde was gemacht, sondern selbstverständlich auch am Fahrwerk, an der Hinterachslenkung, am Fahrwerk, an der Hinterachslenkung, Allrad, Getriebe, alles deutlich sportlicher abgestimmt, aber dabei ist nicht der Komfort verloren gegangen. Also ich weiß nicht, du bist ja das Auto bisher die letzten Tage gefahren, ich durfte ihn ja noch nicht fahren. Richtig, das Auto ist auf jeden Fall extrem schnell und extrem agil für das Riesenschiff. Aber für dich vom Gefühl her schneller, Komfort ist nicht verloren gegangen, oder? Nee, definitiv. Bin ja den auf der Rennstrecke gefahren. Ja, das stimmt. Da durfte ich ja auch nicht mit. Robert ist in Budapest gewesen, als hier der Ghost Black Badge vorgestellt worden ist. Ja. Ich durfte nicht das war mitkommen. geisteskrank. Also Leute, ich glaube, irgendwas mache ich langsam falsch, habe ich das Gefühl. Ja, du willst ja eh bald den Rennen Aber gehen. darf ich dann später fahren oder überlegst du es noch? Nee, ausnahmsweise darfst du. Ich lass dich mal fahren. Ausnahmsweise. Aber fahr mir bitte nicht die Felgen an, weil schau, was das für geile Dinger sind. Allein, wenn man sich nämlich mal überlegt, wir haben hier 100 Kilo Dämmmaterial verbaut. Dann haben wir auch hier wieder speziell entwickelte Reifen von Pirelli, die Pirelli P0 Reifen. Dort ist spezielles Material in den Reifen eingearbeitet, damit das Ganze einfach noch mal leiser ist. Und was ich hier auch sehe, wir haben hier 21 Zoll Aluminiumfelgen verbaut und das Geile ist hier, wir haben hier außenrum komplettes Carbon, 44 Schichten, also ich will gar nicht wissen, was hier die Felgen allein kosten. Preislich, Black Badge, 360.000 Euro sind 40.000 Euro mehr gegenüber dem Ghost. Man muss aber dazu sagen, wir haben einiges serienmäßig schon dabei, denn hier, so wie der jetzt da steht, 395.000 Euro, hätte ich ganz ehrlich gedacht, wäre
Nicht falsch verstehen, Leute, aber ich dachte, das wäre teurer, aber du hast eben hier serienmäßig schon so viel dabei, denn wenn wir uns nämlich mal den Innenraum anschauen, und das muss ich ganz ehrlich sagen, da feiere ich dann wirklich Rolls-Royce hier mit der Black Badgerson komplett in diesen bösen, tiefen Schwarz, und jetzt zieht euch mal diesen Innenraum rein, genau das feiere ich. Schwarz, rote Bremssättel und Innenraum schön schwarz-rot gehalten. Kennen wir ja auch hier irgendwoher SVJ. Du wirst hier schön gleich begrüßt von dem schönen Infiniti-Logo. Das ist allein jetzt ist schon wieder dieser Moment. Außen relativ noch normal. Du hast hier und da die Details, einen Haufen Handarbeit, aber jetzt Innenraum. Jetzt geht es schon wieder los. Du weißt einfach nicht, wo du hinschauen sollst. Denn das ist genau das Extreme bei Rolls-Royce, was sich gegenüber allen anderen Herstellern nochmal abhebt. Und zwar dieses Ticken mehr, was du an Exklusivität bekommst gegenüber, ich feiere Bentley, ich feiere Aston Martin. Die produzieren alle extreme Qualität. Aber hier, das ist genau eben Rolls-Royce. Wenn du dir das alles hier, jedes kleine Detail anschaust, das ist so extrem, diese Qualität, diese Handarbeit, die du hier hast, allein hier die komplette Tür in diesem Leder, schwarz-rot-Kombi, feiere ich extrem. Dann haben wir jetzt Black Badge Version, wir haben hier die komplette Mittelkonsole übergehend aus Carbon, hier schön auch im Lenkrad eingearbeitet, feiere ich richtig. Dann hier, das haben wir ja beim letzten Video auch schon mal genau erklärt, und zwar bei dem Beifahrersitz, dem Monitor mit den 850 Sternen, was das für ein Aufwand, was das für eine Arbeit für Rolls-Royce gewesen ist, um das hier zu entwickeln. Dann selbstverständlich hier, ja, das ist natürlich geil, komplette Dachhimmel, schön, die Sterne wieder mit den Sternschnuppen. Verrückt, oder Robert? Das ist wunderschön. Also ist das jetzt auch wirklich, wo du sagst, den könntest du dir als Daily vorstellen? Definitiv. Definitiv. Also, es schluckt zwar schon ein bisschen viel, aber... Ist allein schön, weil hier kannst du dann, hey, hast du schön jeden Tag was zum Streicheln da dabei. Was ich ein bisschen schade finde, sind hier, sehe ich gerade, die Pedale. Das ist... Das sind nur 2 Stück, ja? Ja, das ist klar, aber das ist hier einfach stinknormal. Also ich dachte jetzt eigentlich, Ja, gut, so, klar. dass du Aluminium hättest oder sonstiges. Ja. Hätte ich jetzt schon eher eigentlich. Also das ist jetzt gerade das Einzige, was mir auffällt. Aber sonst brauchen wir überhaupt nicht reden, Leute. Also ich meine, das ist halt wirklich... Was machst du denn da? Was? Du darfst doch nicht so... Schau jetzt mal hier die Fingertappe an, die du hingemacht hast. Das ist ja wirklich unmenschlich. Weißt du, wie man das macht? So? Okay. Ach so, jetzt weiß ich, worauf du hinaus Wolltest du hier gerade möchtest. flexen, junger Mann? Okay. Das ist der Vorführeffekt. Funktioniert super, Robert. Ja, jetzt. Genau. Ja gut, aber ich schaff's gerade noch, die Tür selber zuzumachen. Nein, da sind Motoren drin. Hinten, die ne? mögen das nicht. Hinten wird's ja noch geiler, weil Noch geiler. da geht die Tür nämlich automatisch auch auf. Aber wir gehen erstmal nach hinten, ne? Schauen uns hinten an. Robert, kannst du die Lichter noch mal bitte anmachen? Für dich weil alles. Die Rückleuchten hinten müsste Schauen wir auch uns das noch mal etwas... an. Ja, jetzt siehst du, Endgeil. ist auch alles dunkler geworden. Wenn du allein schaust, das ganze Chrom ist alles richtig schön blacked out. Hier hinten auch. Also, wenn du wirklich mal weiter weg stehst, da siehst du erstmal, wie böse er dasteht. Selbst sogar die Endrohre jetzt verdunkelt in schwarz lackiert. Soundtechnisch soll er anscheinend auch etwas lauter geworden sein. Ja, das kann ich bestätigen. Das kannst du bestätigen. Ja, das freut mich Ja. ja. Das freut, hat dir Spaß, es macht dir Spaß, es macht oder? mir mega viel Spaß. Es ist gut. So, Es ist nicht nur gut, es ist geil. lässt sich aber auch wirklich komfortabel fahren oder meinst du, könnte ein bisschen komfortabler sein? Nee, es ist Ist in Ordnung. dafür, dass es so komfortabel ist, ist es extrem sportlich. Ja? Ja? Da bin ich echt gespannt. Also es wäre echt nett, wenn ich dann auch mal fahren Ja, dürfte ich will später. jetzt nicht viel zu sehr wegnehmen, aber es ist wirklich, du verpasst was. Aber trotzdem muss ich sagen, für mich macht die Front so viel mehr her als das Heck. Ja, obwohl jetzt in dem Schwarz sieht es deutlich geiler aus. Sieht deutlich geiler aus, aber ist immer noch, ich kann mich an dieses Heck immer noch nicht zu 100% gewöhnen. Ja. Ich sage jetzt mal hier 90% geil, aber trotzdem, wenn ich mir die Front anschaue, Ja. da kommt der einfach so böse, prächtig daher. Aber jetzt würde ich mal sagen, jetzt schauen wir uns mal den Innenraum an. Das Einzige ist hier, was ich aber sehe, das finde Ja, ich das halt, ist foliert. das ist halt ein bisschen schwach. Ja, das ist wirklich. Also das sieht aus, als wäre das von Alibaba draufgeklebt worden. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil ich meine, jetzt hast du so ein teures Auto, du hast hier so einen extremen Lack, ja, mit einem riesen Aufwand und dann hast du das hier einfach nur, ich weiß nicht, ob das Original von Rolls-Royce ist, sage ich dir ganz ehrlich. Ja gut, da habe ich das Auto hergeholt, also. Ja, das ist mir schon klar, aber normalerweise erwartest du da eigentlich schon Ja.
dass das handlackiert ist. Ja, wenn du überlegst, es werden 44.000 Farben angeboten. Es werden 44.000 Farben angeboten, du kannst alles Mögliche nehmen und dann wird dir einfach hier dieser Streifen drauf foliert. Wenn du dir mal überlegst, Mercedes, der Black Series, die Sterne sind handlackiert und dauert 4 bis 6 Wochen. Wenn ich das mache, und es ist ja nicht so, dass Rolls-Royce das nicht könnte. Die können das wie kein anderer Hersteller. Richtig. Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber jetzt setzen wir uns mal hinten rein. Alter, Robert, was hast denn du? jetzt hast du mir fast die Tür dahin gehauen. Warum ist denn der Sitz so weit hinten? Ja, weil ich einkaufen war. Ah, okay. Ja. Also ich weiß ja nicht, was du so am Wochenende getrieben hast, ja? Wer da so weit hinten gesessen ist. Die Einkäufe, tatsächlich. Also hast du keinen Kofferraum, oder? In so einem Rolls-Royce. Der ist, weißt du, Also ich würde mal, ist ja nicht so, dass ich du ja mach dir hinten... sogar auf. Also hast hinten... Ach so, ja, danke fürs Aufmachen. Ja, nee, also ist klar. Also ich meine, da passen keine Lebensmittel rein. Es ist viel zu wenig Ja, aber Platz. weißt du, wie heiß der Kofferraum ist? Heiß. Ich schwör's dir, Ach so. da verreckst du da drin. Und wenn die Also, Lebensmittel neben dir sitzen, dann ist kühler, oder wie? Ja, Sitzbelüftung. Das ist Sitzbelüftung, okay, verstehe. Ja, okay. Das muss ich jetzt Ja, gar nicht verstehen. egal, Ja, jetzt will ich auch überhaupt nicht wissen. Das ist schon ich mal auch ein nicht. Argument für mich mehr, dass ich auf jeden Fall auf dem Fahrersitz sitzen werde. Okay. Und jetzt machen wir mal einen Sitz hier mal nach vorne. Ja, aber dann denn, würde ich mich an deiner Stelle auch nicht auf die Rückbank setzen. okay, kann ich mich auf die rechte Seite setzen oder muss ich auf die linke Seite mich setzen? Nee, die rechte geht. Alles easy. Okay, wir setzen uns auf die rechte Seite. Okay. Jetzt müssen wir nämlich den Sitztest machen. So, Du mit deinem Helm immer? ja, es ist halt nicht so ohne. Ja, merkst du du hast es schon schon wieder, schwer. hier hinten ist halt einfach komplett tief entspannt. Wir haben den Alter. schönen Fernseher wieder am Start. Da haben wir, glaube ich, sogar, das ist nämlich geil, HDMI-Anschluss in der Mitte. wir haben hier nämlich einen Anschluss. Wo ist in der Mitte? Da, unter der Klima. Ja, genau, HDMI-Anschluss und da können wir theoretisch zocken. Machen wir doch gleich, oder? Ach so, ja, du setzt dich dann hinten rein und ich fahre und du zockst, oder wie? Ja, selbstverständlich. Ah, okay, verstehe. Als ob Aber ich jetzt allein arbeite. hier, zieht euch mal diesen Tisch allein rein. Hier schön in Carbon das Ganze. Das ist schon verrückt. Es ist wirklich, also nochmal bei Rolls-Royce diese Qualität in diesem Innenraum. Und ich habe ja wirklich von Anfang an diese Black Badge Modelle schon immer hier gefeiert. Hier können wir uns das Ganze theoretisch noch ausstatten, wo wir uns die Getränke reintun können und so weiter und so fort. Ah, stimmt, wir wollten das noch ganz kurz zeigen mit Was? der Tür. Warte mal, bevor ich aussteige. So, Tür zu. Ja, die Tür ist jetzt Und zu. jetzt halte ich fest, jetzt pass auf. Einmal drücken und so, und dann kannst du richtig schön Ey, mega. entspannt aussteigen. Siehst du mal. Alter. Und dann mache ich die Tür aber wieder mit der Hand zu. Ey, das ist doch Wahnsinn. Hä? Nicht dein Ernst. Ah, nicht Ja. die auch noch, komm. Ja komm, okay, ich drück schon drauf. Da krieg ich so Bist Puls. zufrieden? Ja. Aber warte mal, wir müssten doch eigentlich auch einen Regenschirm haben. Ja, schau mal hin. Ja, schau. Wenn wir jetzt die nächsten Tage unterwegs sind, denn Leute, wir fahren nämlich irgendwo hin. Am Bodensee, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wo wir hinfahren. Ach so. Ich weiß noch nicht, wann das Video online geht. So. So, Hey, das ist ein Regenschirm. Mega. Der ist auch eine Carbon, oder? echt? Ich glaube, die Säule ist aus Carbon. Ich sehe es leider nicht durch meinen Helm durch, aber ich glaube nicht. Sieht auf jeden Fall schwarz aus. Ja, das ist Carbon, glaube ich. Ja, soweit wäre eigentlich alles erklärt, oder? Oder gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen, Robert? Habe ich irgendwas vergessen? Du kennst dich ja bestens mit dem Auto ja. aus. Nee, also du hast eigentlich alles über mein Ich Auto bin nur der erzählt. Regenschirmhalter jetzt natürlich wieder. Ja. Es ist nett, Super. dass ich auch fahren darf da damit mal. Also ich sag dir kriegst ganz das ehrlich, so echt wie es nicht ist, so hin. aber ich bin mit diesen... Ja, jetzt hat. Also. Ach, Mann. Jetzt ist sie zu, die Tür. Und nachdem die Tür zu ist, würde ich sagen, Robert, ich mache dir die Tür auf. Und jetzt darfst du einsteigen Darf ich das? und jetzt fahren wir los. Außer es gibt noch irgendwas zu sagen. Aber ansonsten fällt es uns während der Fahrt auf. Ja, bestimmt. Ja? Okay. Geh mal rüber. Also, jalla, Abfahrt. Tschüss, danke. So Leute, dann sind wir hier unterwegs im Rolls-Royce Ghost Black Badge. Was heißt wir? Also ich meine, mein Beifahrer ist nicht mehr da, der Robert ist nicht mehr da. Der hat sie nach hinten verfrachtet. Ich bin jetzt abgehoben. Elite. Jetzt darf ich der Fahrer sein und Ja, du ja. setzt dich einfach nach hinten. Das finde ich ja wirklich ideal. Ja, ich habe hier meinen geilen Bildschirm. Ich kann mir das Navi anschauen. Ich kann mir hier hinten das Fahrzeug sogar einstellen, was richtig geil ist irgendwie. Also ich könnte dir da vorne den Sitzkomfort quasi erstmal streitig machen.
Ja, das ist ja super. Vor allem, dann hast du ja auch gerade jetzt vorhin auch noch schön Xbox ein bisschen gespielt. Ja, hast einen also schönen hier- HDMI-Anschluss. Hier hinten hast du wirklich einen HDMI-Anschluss und kannst mit der Xbox spielen. Also sowas Verrücktes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja, das ist halt natürlich, also da muss man schon sagen, auch was Rolls-Royce hier im Innenraum an Technik nachgelegt hat mit dem neuen Ghost. Die ganzen Anschlüsse, allem drum und dran, was du hier hast, das ist schon geil. Weil das ist nämlich so ein Thema gewesen bei den älteren Rolls-Royce-Modellen, dass du dieses ganze Apple CarPlay und so weiter, das hast du eben alles nicht gehabt. Ja? Und da mittlerweile ist es vom Infotainment her deutlich besser geworden, das Ganze. Und ich meine, du lässt es dir da hinten gut gehen anscheinend. Ja, also ich muss zwar sagen, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich CarPlay gefunden habe. Ich hatte das Auto für ein paar Tage. Ich bin 1000 Kilometer ungefähr gefahren. Und gefühlt in den letzten 3 Kilometern habe ich dann gemerkt, ach, ich habe ja auch Apple CarPlay. Und bis ich das mal gefunden habe, war das halt schon ein Pain. Aber im Großen und Ganzen ist das Infotainment schon recht ordentlich, ist geil. Und in einem Auto hast du schon viele Sachen, die du individualisieren kannst, aber hast auch nicht zu viel Schnickschnack. Ja, was ich ja so geil finde hier jetzt bei der Black Badge Version, ich finde dieses Carbon, finde ich halt Ja, einfach ist geil. mega. Vor allem das ist ja dieses spezielle Material, was ja auch in der Aerospace verwendet wird. Das ist anscheinend ja nochmal einen Ticken leichter und einen Ticken robuster, das Ganze. Und ich finde es halt von der Form her, finde ich es halt wirklich geil gemacht. Vor allem auch noch hier am Lenkrad wirklich komplett über die Mittelkonsole entlang gezogen. Und dann natürlich das Ganze in Kombination mit dem schwarz-roten Leder. Das ist schon... Das ist der richtige Albaner-Spec. Das ist schon richtig verrückt. Und dann hast du den Dachhimmel, natürlich hast du einen Sternehimmel. Und ich meine, hinten lässt sich halt natürlich schon gut aushalten. Ja, Aber du, also. was du hier jetzt sagen musst, wenn du jetzt hier als Fahrer unterwegs bist und was mir auch wirklich auffällt, das war auch schon beim normalen Ghost so, wenn du jetzt halt hier einfach mit 50 km/h fährst, gut, jetzt haben wir hier den Stau, ja, Stop and Go, aber wirklich das Faszinierende ist, wir werden ja jetzt dann auch auf die Autobahn fahren und werden dann ein bisschen durchbeschleunigen, wenn es vom Verkehr her geht, aber auch auf der Landstraße, das Auto gleitet halt einfach dahin. Vor allem, man muss halt wissen, was wir hier für ein Gewicht rumschleppen. Und dann schafft es einfach so lange, das Tempo zu halten und einfach so dahin zu gleiten. Das erinnert mich ein bisschen an RS e-tron GT, wenn du in den Gleitmodus bist, ja, ohne Rekuperation, wie lange der einfach dahin fahren kann. Das finde ich schon faszinierend. Also das hat Rolls-Royce hier mega gut gelöst. Und natürlich, klar, diese Stille, die du hier einfach hast, diese Entspanntheit, die findest du in keinem anderen Auto. Und für mich ist es auch so, du willst gar nicht unbedingt mit dem Auto schnell fahren, aber das ist eben das Verrückte. Es ist möglich und das Ding geht echt gut vorwärts. Wie gesagt, wir werden jetzt hier dann gleich auf die Autobahn fahren und dann schauen wir mal, was da so geht. Robert, gibt's für dich noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Weil ich meine, du hast ja die letzten Tage mit dem Auto verbracht. Ich fahre jetzt das erste Mal hier mit dem Auto. Das stimmt von tatsächlich. daher hast du ja ein bisschen bessere Erfahrung. Also ich muss sagen, ich war ja mit den letzten Tagen, mit dem Auto die letzten Tage einkaufen. Ich war wirklich die normalsten Dinge des Lebens zu machen. Ich war auf dem Wertstoffhof, ich war Post abholen. Du warst war, mit dem Rolls-Royce auf dem Wertstoffhof. Ja, ich war mit dem Rolls-Royce auf dem Alles Wertstoffhof. klar, okay. Ist ich ganz hab- normal, oder? Ja, ich hatte leider kein anderes Auto da. Ah, okay, verstehe. Und ich kann ja schlecht meinen Papiermüll mit dem Fahrrad fahren. Und dementsprechend, also wirklich, du hast zwar so ein riesiges Auto, das ist halt wirklich ein Schiff, muss man sagen, aber Aber es fühlt sich nicht so an. Hier, jetzt sehen wir auch hier nochmal Ja, die Sterne, das ist schon ist so verrückt. geil. Ich meine, könnte einfach da so ein Display hinklatschen, aber nein, da sind einfach 850 Sterne eingearbeitet. Das muss man sich mal wieder reinziehen, wie viele Jahre Entwicklung da dahinter stecken. Das ist schon verrückt. Und da kommt auch wirklich der Preis dann her, weil egal wo wir hinschauen, dieses ganze Leder, das ganze Aluminium, wie gut diese Verarbeitung ist, allein diese Belüftung, wie sich das schon anfühlt, wie schwer das Ganze einfach ist, das ist schon verrückt. Ist schon verrückt. Also von daher, ich würde sagen, Robert, wir fahren jetzt auf die Autobahn da vorne, oder? das will ich hoffen. Jetzt geht's ab auf die Autobahn. Da mache ich gleich mal den Tisch hier hoch. Okay, wieso? Ist das wie jetzt im Flieger oder was? Dass, Ja, jetzt wenn der Tisch unten ist, kann man nicht starten oder landen oder wie? ist richtig, da funktionieren die Flügel nicht. Hey, ich kann hier hinten auch den Sternenhimmel ausmachen. Jetzt würde ich sagen, jetzt fangen wir erstmal wieder an. ganz entspannt an. Ja, und je nachdem, wie der Verkehr ist, können wir nämlich hier auch in den Low-Modus gehen. Bedeutet, Alter Schwede. da merkst du aber allein jetzt schon hier, allein nur wenn du schon ein bisschen das Gas antippst,
12-Zylinder Biturbomotor ist am Start. Mit dem Low-Modus, da ist das Ganze nochmal deutlich sportlicher abgestimmt. Bedeutet nicht nur der Gang, sondern auch vom Fahrwerk her, das Ganze ist etwas straffer. Aber das ist das Faszinierende. Schau, wenn du jetzt dahin fährst, 112, 110, wie das einfach dahin gleitet. Also wenn du mit einem anderen Auto fährst, das ist verrückt, wie viel mehr der da wegzieht. Und so, das gleitet wirklich schön dahin. Und wenn du überlegst nochmal, was wir hier für ein Schiff am Start haben, aber es sieht eigentlich relativ gut aus hier mit der Autobahn. Ja. Also können wir eigentlich mal so ein bisschen, schau mal, allein dieses ganz Entspannte, einfach nur dahin fahren. Und es sind jetzt auch 160 und das ist halt tiefenentspannt. Ich weiß nicht, wie sich das für dich da hinten anfühlt. Ja, es ist angenehm. Bremsen sind auch sportlicher geworden, aber merkst halt, ja, wir haben halt natürlich hier schon ordentlich Gewicht an Bord. Ne? Jetzt machen wir mal hier Kickdown raus. Das ist schon, Der marschiert halt einfach. Einfach entspannt. Ja. Und das Ding hat aber mal richtig Dampf. Für das, dass er eigentlich nur 29 PS mehr hat gegenüber dem normalen Ghost, fühlt sich das aber auf jeden Fall deutlich schneller an. Ja. Also nicht nur ein bisschen, du merkst vom Durchzug her schon echt ordentlich. Und was man natürlich auch sagen muss, mit dem Low-Modus ist es einfach die einzige Möglichkeit, in das Getriebe einzugreifen. Sonst hat man einfach keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Kannst weder manuell hochschalten, runterschalten, gar nichts. Ja, Kannst halt nur rückwärts neutral und du hast fahren. keine Schallpedals, du hast ja auch keinen Drehzahlmesser in dem Richtig. Sinne, sondern hier links, sozusagen, wenn wir jetzt halt drauf drücken. So, jetzt sind wir wirklich Vollgas auf dem Gas, bedeutet hier ist bei 0%. Wenn wir jetzt halt hier ein bisschen runtergehen, so, jetzt haben wir hier 80% noch übrig, wir drücken wieder drauf. Boah, Mann, ey, das ist ja verrückt, Mann, das sind schon knapp 200. Das schiebt aber mal richtig durch. Vor allem, was glaube ich echt von außen geil aussieht, wie das Ding halt vorne mit der Nase mal richtig Ja, er anhebt. geht wirklich weit hoch. Und ich muss auch sagen, dafür, dass es ein Rolls-Royce ist, klingt er sehr sportlich. Ja, du merkst, er ist ein Ticken lauter geworden. Ja. Genau eben das, was zu Black Badge passt. Ja. Böser, aggressiver das Ganze, aber nicht, wo es jetzt zu heftig ist. Und genauso eben auch wie mit dem Klang. Es ist etwas lauter geworden, aber eben nicht zu extrem. Genau das will man ja haben, dass weiterhin diese extrem hohe Exklusivität bestehen bleibt. So Leute, wie ihr sehen könnt, wir fahren hier nicht einmal 100 km/h auf der Autobahn dahin. Es ist einfach zu viel Verkehr, um hier etwas höhere Geschwindigkeiten fahren zu können mit dem Ghost Black Badge. Und ich möchte euch das natürlich zeigen, dass wenn die Autobahn frei ist, wenn es die Verkehrsverhältnisse zulassen, wie entspannt und ruhig sich hier der Black Badge fahren lässt. Von daher, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal kurz einen Cut, weil ich möchte euch das schon zeigen, wenn die Autobahn frei ist, wenn es die Verkehrsverhältnisse zulassen, wie tiefenentspannt sich hier dieser Ghost Black Badge fahren lässt, auch mit höheren Geschwindigkeiten. Von daher, ja, entweder sitzen wir dann immer noch zu zweit im Auto oder ich sitze dann alleine im Auto, wenn es dann später abends wird. Ich weiß nicht, Robert, ob du da dann noch Bock hast, mit mir unterwegs zu sein. Wahrscheinlich bist du bis dahin eh schon hinten eingeschlafen. Eben. Entweder das eine oder das andere. Um die Uhrzeit bist du natürlich daheim. Da hast du andere Sachen zu tun, als mit mir zusammen im Auto zu sitzen. Richtig. Das kann ich natürlich verstehen. Ja, von daher, Leute, wir machen mal kurz hier einen Cut. no, 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 no.